das erfüllt einen einfach. Man geht nicht auf Arbeit, sondern man geht zur Leidenschaft. Also ich lebe das, diese Leidenschaft. Ich habe eine Ausbildung als Uhrmacher gemacht und dabei meine Leidenschaft für die Uhrmacherei entdeckt. Das war dann so ein Prozess über die Jahre, wo ich bei den hochwertigen Marken gearbeitet habe als Uhrmacher. Ist das so entstanden, dass mir ein Gedanke gereift ist, vielleicht meine eigenen Uhren zu bauen und was Eigenes zu kreieren und zu schaffen. Und das war so der Grundstein für die Legung von Kudoke. Die Kernwerte, worauf wir Wert legen und wofür wir stehen, ist die extreme Handarbeit. Also wir machen wirklich die Polituren von Hand, die Schliffe von Hand. Wir versuchen die alten Handwerkskünste der Uhrmacherei, der klassischen richtigen Uhrmacherei, in die Uhr einfließen zu lassen. Und das alles zu einem Produktpreis, der in einem guten Verhältnis steht für die viele Handarbeit, die in der Uhr steckt. Also ein faires Produkt mit einer super Handarbeit drin. Wir starten mit dem Designprozess, also wie soll die Uhr aussehen, was soll die Uhr können, was soll die anzeigen, wie soll die optisch daherkommen. Und das entwickle ich erstmal als Ideen, das sprechen wir uns ab, dann wird das gezeichnet und dann haben wir erstmal ein Designkonzept für die Uhr. Dann kommen die Rohteile zu uns, also in einem absoluten Rohzustand zu uns ins Haus. Und dann findet bei uns im Haus der komplette Finish-Prozess statt. Wir haben zum Beispiel die Räderbrücke im Rohzustand und mit dieser Räderbrücke haben wir eine spezielle Oberflächentechnik bei uns, die wir benutzen, dass wir einen glänzenden, scheinenden, strukturellen Schimmer bekommen. Wir nehmen die Rohplatine, haben eine Glasschale mit Öl und synthetischen Steinen, da kommt die rein und dann wird in dieser Glasschale wird die Platine gerieben. Und das ist ein Prozess, der kann zwischen einer Stunde und 4 Stunden dauern, je nachdem, wie viel man drückt. Also es ist ganz wichtig zu wissen, drückt man zu viel oder zu wenig. Wenn man zu wenig drückt, dann kriegt man die Struktur nicht. Drückt man zu viel, dann zerkratzt man die Platine. Wenn wir dann mit dem Reiben fertig sind der Platine, dann werden von Hand außenrum die Kanten poliert, auf Hochglanz poliert. Und dann hat man einen richtig schönen Kontrast zwischen der glänzenden Oberfläche oben und dieser hochglanzpolierten Kante. Und nach dem Hochglanzpolieren der Kante kommt außen noch eine Diamantkante ran. Dann haben wir ja auf der Räderbrücke oben unseren englischen Unruhkloben, in Anführungsstrichen englischen Unruhkloben. Und der wird nochmal auch mit dieser Poliertechnik der Kanten außenrum komplett die Phase poliert von Hand. Und dann gibt es obendrauf eine Handgravur, die gestochen wird, wo wir auch unser Unendlichkeitssymbol, also dieses Infinity, mit einfließen lassen, was vorne im Stundenzeiger auf der Uhr drauf ist, kommt hinten an der Gravur auf dem Unruhkloben nochmal wieder. Dann haben wir zum Beispiel, machen wir auf das Sperrrad und das Kronenrad Schliffe. Beim Sperrrad zum Beispiel arbeiten wir mit einem Glashütter Sonnenschliff, einem doppelten Glashütter Sonnenschliff, den ich dann auch freihand an der Drehmaschine auf das Rad ziehe. Bearbeitungsprozess der Modelle haben wir einige Uhren dabei, wo wir auch die Zeiger selber im Haus machen. Das heißt, wir haben den Rohmaterial, also ein Stück Stahl, und dann sägen wir den Zeiger teilweise per Hand aus, schleifen, polieren und gravieren die Zeiger und werden am Ende des ganzen Prozesses werden sie dann thermisch von Hand gebläut. Die Kudoke 2 mit der Scheibe vorne, mit der 24-Stunden-Scheibe im Werk, wo wir mit mehreren galvanischen Farben arbeiten. Also als Beispiel Weißrhodium, Schwarzrhodium und Gelbgold in dieser 24-Stunden-Scheibe. Und den kriegen wir zustande, dass wir mit einem Abdecklack arbeiten und in verschiedenen Schritten sozusagen die Scheibe von Hand bemalen müssen unter der Lupe und dann in die Galvanik stellen. Schritt für Schritt, um diese 3 Farben zu generieren auf dieser kleinen Scheibe. 2004 haben wir damit angefangen
aus dem Studentenwohnheim heraus und 2008 dann sozusagen richtig nach dem Studium. Und wir haben die ganze Zeit ohne Schulden und ohne Investoren gearbeitet, also haben das alles aus unseren eigenen Mitteln finanziert und aufgebaut, Stück für Stück die Maschinen und die Werkstatt ausgebaut und größer geworden. Und dadurch haben wir aber uns die Unabhängigkeit bewahrt, können halt die Dinge machen, die wir wollen und wir bestimmen, was wir machen wollen. Müssen uns da nicht abstimmen mit anderen Leuten und das ist auch das, was ich gerne in der Zukunft so beibehalten würde wollen. Dass wir weiter daran arbeiten, neue, schöne Produkte zu machen, die Kudoke Handwerkslinie mit Modell 3, 4, 5 weiter auszubauen, neue Sachen zu kreieren, die Kreativität sprudeln zu lassen, um da neue Dinge zu entwickeln und Kudoke als kleine, feine, traditionelle, schöne Uhrmachermarke, nicht Uhrenmarke, sondern Uhrmachermarke weiter auszubauen.